Seit über 10 Jahren beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema Collage, China-Papier und dem Einfärben von China-Papieren. Und ich habe immer noch nicht die Lust daran verloren. Ganz im Gegenteil, nach wie vor unterliege ich da einer ganz großen Faszination, denn ich finde es total irre, wie sich das Papier verhält, wenn man Farbe drauf tropft, drauf gibt, drauf schüttet. Es entstehen die unterschiedlichsten spannenden Strukturen und die gilt es eben für mich in der Collage nochmal besonders zu betonen und herauszukitzeln. Mir macht auch der Prozess Spaß, wenn ich die Papiere untersuche nach den schönsten Stellen und dann die jeweiligen Flächen herausreiße und eben neu zum Bild und zur Gesamtkomposition arrangiere. Bei diesem Gemälde oder bei dieser Collage hat man eine sehr große, helle Fläche. Mir ist aber immer wichtig, dass es kein einfaches Weiß ist, sondern es ist eine sehr belebte, helle Fläche, also eher ein belebtes Hell, ja. Das liegt daran, weil diese unterschiedlichen Papiere auch auf dunkleren also aufgeklebt sind und dieses lichte Grau zum Beispiel, dieses Papier, oder hier ist eine dunklere Stelle, die schimmern immer noch durch und werden überlagert, sind aber trotzdem noch da. Und das macht das Ganze sehr bewegt. Für den Betrachter liegt jetzt diese hellblaue Fläche nochmal hinten dran. Also das Hellblau ist gewissermaßen der Bildhintergrund, überlagert von der hellen Fläche. Das sind hier, habe ich eben das China-Papier mit einem cremeweißen Pigment eingefärbt. Dieses Pigment liegt oben auf, das ist nicht durchgesuppt, das ist wie ein Mehl, genauso wie die schwarzen Pigmente, das Ruß oder auch das Blau. Diese Mehle schaffen das nicht, die sind einfach zu dick, ähnlich wie Mehl, können nicht durch das Papier durchdringen, anders als Tusche oder Kaffee beispielsweise, und bleiben oben auf liegen. Das heißt, ich habe zudem nochmal wie so eine Art Relief. Wenn man seitlich sich das anschaut, dann kann man das sehen, dass das Pigment wirklich oben auf liegt. Und steht also vorne. Und genauso verhält es sich eben hier mit diesem hellen Cremepigment, liegt oben auf und überlagert das Blau, das hinten dran liegt. Im Bildvordergrund sind diese schwarz-blauen Stelen. Ich finde, dass die arrangiert sind, als würden die in Beziehung zueinander stehen, sich quasi unterhalten oder auf jeden Fall was miteinander zu tun haben. Und mir gefällt es, dass die so gerade und so zentral sind und dass der Blick des Betrachters automatisch auf diese Formation fällt. Deswegen heißt das, diese Collage standhaft bleiben, weil die einfach so kerzengerade im Raum stehen. Gerahmt ist das ganze Werk in einem weißen Holzrahmen, der das Ganze leicht werden lässt und offen werden lässt.